Oberschöneweide war Teil der Berliner Elektropolis. Von hier aus begann die weltweite Elektrifizierung. Die Industrielandschaft an der Spree steht für die großen Gründerjahre. Es begann mit den Neilswerken. Ab 1901 wurden hier Werkzeugmaschinen in Massenfertigung gebaut. Im Ersten Weltkrieg wuchs die Produktion so stark an, dass die Hallen zu klein wurden. Nun übernahm die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft AEG. Ihre Schutzmarke war die Göttin des Lichts. Unter der Leitung von Emil Rathenau wuchs aus der Produktion von Glühlampen ab 1893 ein weltweit führender Elektrokonzern. 1921 nahm das Transformatorenwerk Oberschöneweide das TRO den Betrieb auf. Die AEG beauftragte führende Architekten für den weiteren Ausbau der riesigen Industrieanlagen. Im TRO wurden Großtransformatoren für Kraftwerke in der ganzen Welt gebaut. Auch der weltweit größte Einphasentransformator gelangte hier zur Serienreife. Die Transformatoren sind für eine Netzspannung von 132.000 Volt und für eine Übertragungsleistung von 100 MVA berechnet. Trotz dieser großen Leistungen und der hohen Spannung dürfen die Ausmaße der Transformatoren das Eisenbahnprofil nicht überschreiten. Eine Aufgabe, die vom Elektroingenieur, Technologen und Konstrukteur gemeinsam gelöst werden muss. Die Transformatoren wurden auf Zügen aus den Hallen transportiert. Sie waren so groß, dass sie zwischen den Achsen der Eisenbahnwaggons gehängt werden mussten. Transformatoren mussten auch wetterfest sein. Ein Spannungsgenerator auf dem Dach generierte Blitze, die ein starkes Gewitter simulierten. Die hohen Ladungen nutzten Physiker auch erstmals zur Erzeugung von Röntgenstrahlen. Im Zweiten Weltkrieg wurde dann auf Rüstungsproduktion umgestellt, größter Kunde wurde die Wehrmacht. Im TRO waren etwa 1500 Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen beschäftigt. Untergebracht waren sie in bewachten Lagern. Nach Ende des Krieges wurden Trümmer beseitigt und Straßenbahnen repariert. Die AEG wurde enteignet und die Sowjetunion demontierte ganze Hallen. Dann wurden im TRO wieder Anlagen für Kraftwerke gebaut. Hochbetrieb in den Montagehallen des Transformatorenwerkes Karl Liebknecht Oberschöneweide. Kampfziel der Werktätigen im Großtrafobau ist eine kontinuierliche Planerfüllung für die Energiewirtschaft der DDR und den Export. Die Arbeitsproduktivität soll um 1% über den Plan hinaus gesteigert werden. Der Schwerpunkt neben der rein zahlenmäßigen Erfüllung der Aufgaben ist auf jeden Fall die Qualität, die stetige Qualität in unserem Großtransformatorenbau, damit die Volkswirtschaft der DDR kontinuierlich jeden Tag mit Energie versorgt werden kann. Als die Mauer fiel, geriet das TRO in schweres Wasser. Die Treuhand teilte das Unternehmen, kündigte 3000 Mitarbeitern, beseitigte schwerste Umweltschäden und suchte Käufer. 1992 übernahm die AEG den Transformatorenbau und war hörbar stolz darauf. AEG TRO Berlin. Weltweit ein Begriff, wenn es um große Transformatoren geht. Leistungen von 300, 400 bis 800 MVA. Die AEG TRO hat mit ihren Kernprodukten, Transformatoren und Schaltgeräte, 75 Jahre lang die Industriegeschichte dieser Branche maßgeblich beeinflusst. Die Mitarbeiter haben wesentlich dazu beigetragen, dass TRO als Synonym für eines der bedeutendsten Transformatorenwerke Deutschlands steht und der Standort Oberschöneweide weit über Deutschland hinaus bekannt wurde. 3 Monate später wurde das Werk geschlossen. Proteste halfen nicht. Der Markt in Osteuropa war eingebrochen, das Management hatte Fehler gemacht. Die AEG entschied sich für ein Zweitwerk in Westdeutschland. Die Zeit der Industrie war vorbei. Elektropolis, Geschichte. Die leeren Hallen wurden weiterverkauft. Wechselnde Investoren versuchten ihr Glück mit Großevents und Zwischennutzungen. Das Abwarten lohnte sich.
Der Preis stieg an. 2019 kaufte ein Fonds das denkmalgeschützte Areal. Nun soll hier ein neues Quartier entstehen, eine Studentenstadt mit Wohnungen, Büros und Einzelhandel. Es bleibt zu hoffen, dass die ambitionierten Pläne den Geist des Ortes bewahren. In Oberschöneweide soll das Erbe der Berliner Elektropolis leben. Als moderne Stadt mit starken Wurzeln und einer spannenden Zukunft.